Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Sie kommt aus dem Anime Overlord. Ihr Name ist Albedo. Sie hat einen Scale von 1,7. Sie ist wirklich sehr groß für 1,7. Ich werde dann, wenn ich nicht vergesse, eine andere Figur daneben stellen, dass man sie als Vergleich sieht. Und sie kommt von dem Hersteller Fnix. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die UVP an. Hier sieht man eigentlich nur Verzierungen mit Goldschrift und Federn. Dann hier unten sieht man Albedo den Scale 1,7. Und hier unten ein Sticker, dass sie original ist. Hier heroben sieht man den Hersteller Fnix. So, dann seitlich sieht man die Figur selbst, wie sie aussehen soll. Und hinten sieht man die Figur auch, wie sie aussehen soll. Sie hat hier so einen Tisch als Stütze. Ja, dann sieht man hier die Figur von hinten, leicht seitlich, wieder lauter Beschreibung auf Chinesisch, Japanisch. Und seitlich sieht man die Figur wieder. Dann würde ich auch gleich sagen, öffnen wir die Box. Wir haben hier die Beschreibung von der Figur. Die hat man gleich zweimal. Ich glaube, die eine Beschreibung hat die anderen japanischen Schriftzeichen als die andere. Also sie sehen ein bisschen anders aus, aber sonst ist alles gleich. Also hier sieht man, wie man die Figur zusammenbauen muss. So, dann schauen wir uns mal die Figur in der Plastikbox an. Hier hat sie irgendein Zubehör herunten, keine Ahnung, was das ist. Hier sieht man schon die Base, dass sie extrem viel Schutzfolie drinnen hat. Und hinten sieht man dann schon den Tisch von der Figur. Hier sieht man auch schon die Flügel. Die sind alle in einer Blubfolie eingewickelt. Ich hoffe, es ist nichts abgebrochen. Was ich mitbekommen habe, haben ja viele Leute das Problem, dass das Haar oben auf dem Kopf abgebrochen ist. So, das wäre jetzt mal der eine Flügel von der einen Seite. Also muss man wirklich vorsichtig sein, die brechen extrem leicht ab, weil die sind wirklich sehr dünn gemacht. Sieht wirklich sehr schön aus. Ich finde es ein bisschen langweilig, dass die Flügel wirklich nur konsistent schwarz gemacht wurden. Also ich sehe jetzt nicht wirklich, dass hier eine Schattierung gemacht wurde oder sonstiges. Also das finde ich ein bisschen schade. So, dann gleich den zweiten Flügel. So, wäre das hier der zweite. Ja, wie viel hat mir die Figur gekostet? Ich glaube so über 300 Euro. Sie war nicht so billig. Ich glaube, sie haben hier ein bisschen leichten blauen Schimmer gemacht, aber das sieht man kaum. Die Federn haben sie wirklich sehr schön gemacht, also mit den Rillen hier. Und die Form finde ich auch schön von den Flügeln. Das wäre mal der untere Körper von Albedo. Hier sieht man schon die Füße, die Schuhe. Hier sehr schön gemacht. Das ist direkt an einem Schuh angeklebt. Oft muss man das ja selbst draufstecken. Das Kleid finde ich jetzt, haben sie nicht so schlecht gemacht. Also ich finde es schön, die ganzen Falten wieder. Und die Schattierungen haben sie eigentlich auch sehr gut gemacht, finde ich. Hier haben sie es ein bisschen gelblich gemacht. Ich glaube, das soll wegen dem Körper sein darunter, dass man dass das so aussehen soll, als wäre das Kleid ganz anliegend am Bauch. Von der Verarbeitung her finde ich die Figur jetzt nicht so, also sie haben viele kleine Farbfehler gemacht. Hier überall, weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Und ich werde euch dann noch andere zeigen. Ja, das wären die Löcher für die Flügel, wenn ich richtig liege. Und hier wurde auch ein wenig schlampig gearbeitet, finde ich. Hier, das zum Beispiel nicht ganz zusammen mit dem Gold, das gemalt wurde. Hier auch, dass hier ein Loch ein bisschen dazwischen ist. Und auch generell, der Strich ist halt nicht gerade, der ist ein bisschen schlampig gemacht. Aber ja, das sind halt Sachen, was einem nur auffallen, wenn man wirklich genau hinschaut auf die Figur. So, dann zu dem oberen Körper von Albedo. Was mir schon aufgefallen ist, was recht traurig ist,
Sie haben hier, sind lauter Kratzer von dem Netz hier. Da hätten sie vielleicht eine Schutzfolie darunter geben sollen, weil das wird echt schwierig, dass man die Kratzer darunter wegbekommt mit dem Schwämmchen. Man sieht auch hier auf ihren Kopf die ganzen Kleberreste noch. Und oberhalb sieht man auch überall, wie sie geklebt wurde. Also das hätten sie ein bisschen besser machen können. Das Gesicht selbst haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also ich finde, es trifft wirklich auf Albedo. Die Augenfarbe ist wirklich sehr schön gemacht worden. Der Mund sieht wirklich sehr schön aus. Auch, dass man das zweite Auge noch leicht durch die Haare durchsieht, ist wirklich eine sehr gute Idee. Ich finde es auch wirklich cool, dass sie die Haarsträhnen hier so wild gemacht haben. Das finde ich eigentlich wirklich schön. Auch, dass hier eine Haarsträhne rübergeht über die Hand. Wirklich sehr schön. Hier die ganzen Verzierungen mit dem Kleid sehen auch wirklich sehr schön aus. Hier wieder das Gold. Ja, dann gebe ich mal die Plastikfolie hier hinten weg. Dann sieht man hier die ganzen Haare. Hier haben sie leichtes Blau gemacht mit Schwarz. Sieht auch wirklich sehr schön aus. Hier haben sie es wirklich so gemacht, dass die Haare über die Schultern fallen. Also wirklich sehr realistisch gemacht. Und ich finde es extrem schön, dass sie hier das ein bisschen durchsichtig gemacht haben und mit Violett. Also nicht einfach normal weitergemacht mit dem Schwarz-Blau. Ich finde das ein bisschen originell. Also das mit den ganzen Haarbewegungen hier finde ich wirklich sehr schön gemacht. Ja, dann hier die Hand ist wirklich auch gut gemacht mit den Rüschen hier. Ja, und hier sieht man dann das Loch, wo sie zusammengesteckt wird. Und hier ist noch eine Schleife. Die Hörner sehen auch wirklich sehr schön aus. Dass sie hier ein bisschen gelblich gemacht haben und dann sie leicht weiß werden. Also im ganzen Jahr. Wenn sie sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten mit den ganzen, dass man keine Kleberreste sieht und alles, wäre sie wirklich eine Spitzenfigur mit 10 Sternen gewesen. So gebe ich hier jetzt vom Anschauen her nur vom Körper 9 Sterne. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Base an. So, das ist die Base. Ich finde die Base extrem hässlich, weil ich finde, das Braun-Rot passt überhaupt nicht zu der Figur selbst. Also ich finde, die Base hätten sie einfach schwarz oder grau machen sollen, dass das Ganze einfach, ja, wenn man die Figur dann ansieht, den ganzen zeige ich euch das, dann schaut man extrem viel auf die Base, da die Base ganz eine andere Farbe hat und nicht wirklich dazu passt. Hier sieht man eigentlich nur wieder die Beschreibung, die Löcher für den Tisch, glaube ich, und für Albedo selbst. So, dann haben wir hier den einen Tisch. Sieht jetzt, also nicht der Tisch direkt, die Tischdecke, was auf den Tisch gehört. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Ich finde, das ist hier ein bisschen schlampig gemacht. Hier sieht man einen Strich. Aber so sieht es jetzt eigentlich nicht schlecht aus. Hier sieht man auch ein bisschen von dem Plastik, wie sie es zusammengegeben haben. Und die Federn finde ich wirklich eine schöne Idee. So, und hier haben wir den Tisch dann selbst. Den haben sie dann doch ein bisschen aufwendiger gemacht mit den Farben, dass hier violett gemacht wurde überall. Die Tischplatte, die Füße. Hier sieht man ein bisschen von der Goldfarbe. Sieht nicht so schön aus, aber ja. Dann gebe ich den Tisch mal gleich auf die Base. Ich glaube, das wird hier einfach reingesteckt. So, dann gehört als nächstes die Tischdecke auf den Tisch raufgegeben. Als nächstes gehören dann die Flügel in den Unterkörper gesteckt. Man sieht das immer sehr gut hier, welcher Flügel in welches Loch gehört, weil die Löcher eigentlich immer anders aussehen bei der Figur, also nicht beide gleich aussehen. Also ich habe den Flügel jetzt reinbekommen in das erste Loch. Man muss wirklich schauen, dass er ganz drinnen steckt, nicht dass er rausfällt von Zeit zu Zeit. Und es war wirklich sehr schwierig, dass der reinging. Also ich muss wirklich
festdrücken und hin und her bewegen, damit der reinging. Dann kommt jetzt der zweite Flügel dran. Der wird hier auch in das Loch gesteckt. Also ich habe die beiden Flügel jetzt drauf bekommen. Also wirklich eine sehr schwere Arbeit. Ich habe den Flügel auf diese Seite gar nicht mehr reinbekommen, weil ja, ging nicht wirklich gut. Und ich habe hier auch eine Plastikschutzfolie noch raufgetan, bevor ich den Flügel reingesteckt habe, weil sie sonst, also der Flügel, der geht immer auf das Gewand und nicht, dass der Kratzer kommt. Ja, also ich habe die Figur jetzt in die Base bekommen. Das war echt schwierig, die musste man irgendwie schräg reinpressen, damit sie wegen dem Flügel und dem Tisch dorthin passte. Das Teil habe ich jetzt auch noch nicht so hinbekommen, dass es an der Base liegt mit dem Flügel. Vielleicht habe ich auch die falsche Feder hier genommen, die was gestützt werden sollte. Dann gehört hier auch noch eine Stütze für die Feder, also für den Flügel. Also ja, hier herunten gehört das direkt an die Base geklebt. Da ist so ein Kleber dabei, den klebt man einfach auf das runde Plastikteil und das wird dann auf die Base geklebt, wo man dann hier den Flügel, also die Feder, rauflegt, damit das Ganze nicht am Boden fällt. Und hier seitlich ist eben der andere Flügel und der gehört dann mit der Halterung gehalten. So, ich werde jetzt Albedo mal den Kopf raufgeben. Da ist eben nur wichtig, dass man die Haare ein bisschen nach hinten gibt, weil der Arm, der muss ja vorn auf die Plattform rauf. So, also ich habe die Figur jetzt im Ganzen fertig. Ich werde euch das jetzt alles noch erklären, was ich gemacht habe, da ich vieles nicht zeigen konnte, da es mir ein bisschen zu gefährlich war, wenn ich das filme, dass ich das dann richtig handhabe und mir was kaputt wird vielleicht bei der Figur, wenn ich es falsch mache. Also die Hand hier auf dem Tisch, das habe ich mir angesehen bei ein paar Fotos von anderen Leuten, die liegt nie wirklich genau auf dem Tisch. Das ist echt schwierig. Wahrscheinlich geht es sogar irgendwie, aber ich bringe es leider nicht besser zusammen. Also ich habe hier die Haare vor dem Flügel gegeben, aus dem Grund, weil die biegen dann das Ganze ein bisschen, dass die Hand mehr auf den Tisch ist. Sonst ist das alles nach hinten, die Haare, und dadurch, dass die nach vorn sind, wird die ganze Figur ein bisschen mitgebogen. Und es sieht auch besser aus, wenn hier vorne ein paar Haare sind und nicht alle hinten sind. Also ich habe die Figur nur den Unterkörper angesteckt an die Base und den Oberkörper habe ich erst zum Schluss raufgegeben. Laut der Beschreibung, glaube ich, gibt man den Oberkörper rauf und dann steckt man die Figur erst in die Base. Was ich aber ein bisschen blöd finde, da dass die Teile, die gehen ja extrem leicht auseinander, der Ober- und der Unterkörper. Und wenn ich die als ein Ganzes raufgebe, kann es ja sein, dass der Oberkörper dann, unter dem ich sie raufstecke, einfach runterfliegt und das war mir ein bisschen zu gefährlich. Also ich habe als erstes die Figur mit den Flügeln einfach auf die Base gesteckt und dann den Oberkörper auf den Unterkörper gesteckt. Hier sieht man das, ich habe die Feder auf das Stückchen Plastik gegeben, das wird einfach auf die Base geklebt. Und das war das Ganze, aber ich würde das Stückchen erst hinaufkleben auf die Base, wenn man die Figur oben auf der Base hat, dass man sieht, wo der Flügel die Feder ist, was man dann auf der Stütze raufgeben muss. Auf was man auch schauen sollte, ist, dass hier oben die 2 Federn und hinten ist eine Feder, die eine Feder hinten ist und die 2 Federn hier direkt bei der Hand daneben. Hinten die Strähnen, die liegen dann alle auf dem Tisch. Die kann man sich dann noch ein bisschen besser richten, dass das Ganze noch besser aussieht. Zum Größenvergleich stelle ich euch jetzt eine andere 1,7 Scale Figur daneben hin. So, also man sieht, sie ist auch, obwohl sie sich ein bisschen in die Seite lehnt, relativ groß. Sie ist größer als die andere Figur daneben. Also im Ganzen auch der Kopf und der Körper ist einfach viel größer als die von der Figur daneben. Und ich finde, sie ist schon eher eine 1,6 Scale Figur, also Albedo.
als 1,7 Scale. Sie ist wirklich sehr groß und ich finde, sie ist das Geld auch wirklich wert. Also ich finde die Figur wirklich sehr schön. Also wer sie nicht hat, kauft sie euch. Ich glaube, sie wird in den Jahren sicher extrem teuer werden. Und ich finde, sie ist eine Must-Have-Figur. Sie hat jetzt nicht die volle Punktzahl von 10 Punkten bei mir, weil sie eben sehr viele Schlampigkeitsfehler gemacht haben. Das sind halt nur Kleinigkeiten, aber sie hätten das qualitativ bei den Haaren, das Ankleben und alles viel besser machen können. Was ich sehr schön finde an der Figur ist, dass sie eben die Pose, dass sie sich bewegt, die Figur, dass sie nicht einfach steif dasteht, sondern dass sie sich zur Seite bückt, mit den Flügeln, mit den Haaren, auf den Tisch und allem. Das Einzige, was mir eben nicht gefällt, ist die Base. Ich finde einfach, das Braun-Rot passt jetzt nicht ganz so gut zu der Figur, da man sich zu viel auf die Base konzentriert, wenn man die Figur ansieht, da die Farbe einfach nicht so gut zu dem Ganzen passt. Das ist halt mein Geschmack. Auch die Pose von vorn sieht wirklich sehr schön aus. Auch die Flügel, dass die Flügel eine Bewegung haben, dass die Flügel ineinander gehen zu der Figur, sieht wirklich sehr schön aus. Auch eben die Haare, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass hier einzelne Haarsträhnen gemacht wurden durch das Gesicht. Die Hörner sind schön gemacht worden, dass sie eine Haarsträhne in der Hand hält. Das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!